Ach, ist das herrlich. Das macht Spaß. Ja, das ist Leben. Charlie, mein lieber Charlie. We try to do it. Mache ich das in deinem Sinne? Das hast du gut gemacht. Ein bisschen schickimicki. Leider gut. Leider gut. Genau 18 Kelvin. Schau, aufgegessen. Siehst du? Willkommen zu meiner Inspirationsreise zu Hobbyköchinnen und Köchen, die den Anspruch haben, meinen Gaumen so richtig zu verwöhnen. Und wenn das Gericht gut ist, sogar sehr gut ist, kommt es vielleicht in München in meinem Restaurant auf die Speisekarte. Wir werden sehen. Ich bin heute im Hochtaunus und zwar in Usingen. Hier lebt der Charlie Ende. Und den Charlie habe ich ungefähr vor 10 Jahren mal kennengelernt. Da hat er für mich ein Gericht mit Kohlrabi gekocht. Und der Kohlrabi, das war für mich der beste, den ich je gegessen habe. Charlie ist ein leidenschaftlicher Hobbykoch. Der ist kreativ und hat vor allem Spaß beim Kochen. Das ist ja das Wichtigste, ne? Charlie ist 85, aber top fit. Ich freue mich auf Charlie. Ich koche ein Rotkohlsüppchen und möchte natürlich den Ali Güngermiss überzeugen, der heute zu mir ins Haus kommt. Rotkohlsüppchen mit Croutons und mit Creme fraiche noch ein bisschen aufgemotzt. Und dann schauen wir mal, was er sagt. Ich bin gespannt. Ah, hier, Charlie Ende. Charlie! Nein, Ali, Mein Bester! 13 Jahre sind vergangen. 13 Jahre ist es schon her? 13. Hier, ist das nicht verrückt? Hier? Ich muss dir aber ein Riesenkompliment machen, mein Bester. Du hast dich überhaupt gar nicht verändert. Vorgestern bin ich 85 geworden. Vorgestern? Ja. Alles Gute nochmal. Danke. Schau mal, ich habe dir gleich ein Geschenk mitgebracht. Das ist für dich. Ach Mann. Gewürz von mir, Ach, Ich persönlich. will aufpassen, dass ich nicht anfangen zu flennen. So rührend. Und weißt du, was ich dir noch mitgebracht habe? Dein Gericht war damals bei der Küchenschlacht legendär. Du bist ein Kohlrabi. Kohlrabi, ganz ehrlich gesagt, top. Na. Auch. Na, Dazu sage ich nur eins, der ist weiter. bravo! Das macht Lust auf mehr. Aber ich würde dich am liebsten jetzt umarmen. Ich auch, du. Ich bin, Wirklich. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue. Ich freue mich auch. Ich habe gehört, dass es heute fleischlastig wird. Es gibt Fleisch, oder? Ja, vorher Was anderes? lassen wir ein bisschen rot anlaufen Rot anlaufen, okay. in einer Suppe. Das Fleisch? Und dann hinterher gehen wir zum Lamm. Okay. Es ist kalt. Darf ich rein? Ja. Darf ich zu dir ins Ja. Haus? Ja. Ja. Komm, ich folge dir. Ja. Ich bin morgens um 6 Uhr aufgestanden und war die Ruhe selbst. Das hat sich über den Tag dann etwas geändert, ja, weil die Sendung hat schon einen hohen Anspruch. Ich muss noch ein klein bisschen Hühnerbrühe zugeben. Ich will ja nicht, dass beim Ali die Suppe nicht vom Löffel abläuft, wie er das gerne sagt. Und wie es auch sein muss. Und da habe ich halt hier dieses wunderbare alte Huhn eingekocht über wirklich 1,5 Tage. Ein klein bisschen noch ran, aber nicht zu viel. Was ist das für eine Suppe jetzt? Eine Hühnerbrühe. Eine Hühnerbrühe mit Huhn, mit Nelken, mit Lorbeerblatt. Ja, die Brühe, aber die Suppe, was ist das Die für eine Suppe, Suppe? das ist eine Rotkohlsuppe. Eine Rotkohlsuppe. Eine eher in der heutigen Zeit seltene Suppe, dass man von Rotkohl eine Suppe macht. Ja, ist ungewöhnlich. Aber wir haben, ich bin mal gespannt. Ja, ich also- auch. Also, Und was gibt es dazu? Croutons. Croutons gibt es dazu und noch ein bisschen Creme fraiche. ...700 Gramm Rotkohl, 150 Gramm Zwiebeln, dann noch 10 Frühlingszwiebeln dabei, ein halber saurer Apfel,
Als weitere Zutat brauchen wir jetzt einen reichlichen Stich Butter. Butter ist ja immer gut, das wissen Sie ja. Und 2 Esslöffel Olivenöl. Aufgefüllt mit Hühnerbrühe. Genau 18 Kellen. 18 Kellen sind dann ungefähr 300 Milliliter. Dann einkochen lassen, 35 Minuten. Und dann habe ich es gewürzt mit 3 Esslöffel Balsamico, Pfeffer, Salz, eine Prise Kreuzkümmel. Ja, Kreuzkümmel. Eine Prise Kreuzkümmel und eine Prise Muskat dran. Und dann nach dem Würzen ein Becher Creme Fraiche. Creme Fraiche hast du eingegeben. Creme Fraiche Okay. an. Weil ich möchte nachher, wenn es auf dem Teller ist, möchte ich mit dem Creme Fraiche noch so einen kleinen Ring machen, um die Controns herum. Ja, damit das, Also, ich Charlie. möchte ja ein klein bisschen schickimicki Du mitmachen. hast dich ja überhaupt gar nicht verändert. Du hast damals schon vor 13 Jahren schon super gekocht und kreativ warst du sowieso und jetzt das bist du nach wie vor. Wahnsinn. Sag mal, Charlie, ganz kurz. Ja, Kochst du jeden Tag? ich koche jeden Tag. dich Wir und haben für das, deine wir haben Frau? das ja, nur für meine Frau und für mich. Da ist jemand da, der sich damit auseinandersetzt, der das auch nicht nur liebt, sondern auch lebt. Und dann ist natürlich auch die Anspannung meinerseits ist natürlich ja auch da. Und auf der anderen Seite erwarte ich natürlich auch was vom Charlie dann. Ne? Also die Erwartungshaltung ist natürlich auch dementsprechend hoch. Jetzt geben wir ein bisschen, da werden wir noch ein bisschen Aroma mit reinkriegen. Ist da Knoblauch Ja, und Rosmarin oder was? und Rosmarin. Wir sind schon fast soweit. So, mehr darf es gar nicht. Mehr darf es gar nicht, gell? Nein. Und dann habe ich hier etwas aus der Nachbargemeinde Wehrheim. Man nennt es deutschlandweit das beste Apfeldorf. Und das ist ein Apfelsekko. Wollen wir den mal Ja, probieren? ich trinke Apfelsekko sehr gerne. Kriegst du Ja, von- wirklich. Da habe ich ja wieder Glück. Charlie, ich habe Durst. Ja, aber ich erst. So, mein Lieber, Auf auf Abstand, ein Wiedersehen. auf ein Wiedersehen. Auf ein Wiedersehen nach 13 Jahren. Ja. Es freut mich sehr, dass du immer noch so gut drauf bist und vor allem gesund bist. Und jetzt sagen wir Prost. Prost. Zum Wohl. Wohl. Der schmeckt auch. Oh, schmeckt. Der schmeckt auch. Charlie, ich habe aber jetzt Hunger. Ich möchte ich unbedingt auch. jetzt mal deine Suppe essen. Sollen wir jetzt mal zur Sache Ja, gehen? würde ich jetzt auch Gut. sagen. Wenn ich dir was helfen kann, sag mir Bescheid. Pass auf, du machst Folgendes. Du dekorierst das etwas. Ich soll dekorieren. Ja, du, wenn einer das kann, dann du. Ich weiß es ja nicht. Okay, ich versuch's. Charlie, was bist du eigentlich vom Beruf? Was hast du gelernt? Ich bin Metzgermeister, Großhandelskaufmann und jetzt Hobbykoch. Okay. Ich bin Charlie Ende. Bis zu meinem 7. Schuljahr hieß ich Karl Fritz. Und dann haben meine Freunde mir diesen Namen gegeben, den ich bis heute mit Freude und Erfolg trage. Ich habe mit über 30 Jahren Leistungssport angefangen, war ein sehr guter Karatekämpfer, habe den 2. Dan im Karate, den 2. schwarzen Gürtel. Ich habe ihn nie gebraucht, was auch sehr wichtig ist. Ich konnte immer die Menschen überzeugen, dass es sinnlos ist, mich rauszufordern. Hi. Hallo Andreas. Hallo. Hi. Hi. Ich hatte einen Fleischgroßhandel. Mit 70 Jahren habe ich aufgehört zu arbeiten. So lange habe ich noch im Betrieb meines Freundes Andreas Bleher, der meinen Betrieb übernommen hat, habe ich noch zum Teil mitgearbeitet. Dann kam meine Krebserkrankung und es kam auch noch Herzinfarkt und Herzstillstand dazu.
Und dann habe ich auch ein Zeichen bekommen, dass es Zeit wird, aufzuhören und andere Aufgaben zu suchen, die das Leben noch positiver gestalten. Und diese Aufgabe war die resolute Einbindung in die Familie. Ich habe das große Glück, dass ich vor 60 Jahren die Richtige gefunden habe, die richtige Frau, die zu mir passt, die die nötige Frechheit besitzt, die ich auch brauche. Ich brauche keine, die zu allem Ja und Amen sagt. Ich brauche eine Frau, die mir auch ab und zu mal sagt, wo ich stehe und wo ich bin und wer ich bin. Und das tut gut und ich liebe sie über alles. Und sie heißt Hedi, ist das Schmuckstück der Familie. Ich habe eine große Familie, bis vor kurzem noch 5 Frauen, jetzt sind es 6 und es sind noch 3 Männer dazu gekommen. 2 Töchter, 2 Enkeltöchter, eine Urenkeltochter und 2 angeheiratete junge Männer und ein Urenkel. Ich bin, und das darf ich für mich immer wieder sagen, ich bin ein rundum zufriedener und glücklicher Mensch. Nach meiner Krebsoperation hatte ich einen Briefaustausch mit dem Johann Lafer, den ich über 8 Jahre lang beliefert hatte. Der hat mir geraten, Charlie, du bist noch nicht reif für irgendetwas anderes, du gehst mal in die Kochshow. Nach der Küchenschlacht, die ich erfolgreich bestanden habe, für so einen alten Knaben ist das was ganz Besonderes. Und was so toll war, das ganze Team hat mir das gegönnt. Ich war dann beim Hensler, habe 3 Sendungen gemacht. Ich war dann bei Lanz kocht. Und als letztes habe ich in 2019 das perfekte Frankfurter Dinner gewonnen. Und das auch sehr überragend. Und da bin ich verdammt nochmal sehr stolz drauf. Was ich auch nie für möglich gehalten hätte, ich habe mittlerweile 638 Kochkolumnen geschrieben, die jeden Donnerstag hier in einer Usinger Tageszeitung, im Usinger Anzeiger erscheinen. Und ich bekomme mindestens jede Woche 10 bis 15 Mails von dankbaren Lesern, die mich auch bestärken, jede Woche wieder neu etwas zu schreiben. Lebensmittel bedeuten mir alles. Wir haben ja immer Freitagsmarkt und dort einkaufen gehen und dann auch das Bäuerliche mitgenießen, dieses Einfache, dieses Grundsolide. Und so sind die Menschen und die müssen wir unterstützen und die brauchen wir auch. Ne? Die brauchen wir für Körper und Seele. Kochen ist Liebe. Man trägt diese Liebe in die Küche und man diesen Spaß und die Freude, die dabei entwickelt. Und je mehr Spaß, je mehr Aktivität aus dem Körper, aus dem Herzen kommt, ja, und je besser wird das Gericht und je besser schmeckt es auch dann. Guck mal, man soll ja doch auch schön... Und jetzt willst du ein paar Punkte haben, oder was willst du haben? Also ich habe mich damit... Du bist doch der Künstler. Ja, so nicht, Charlie. Ja, das ist halt neu. Ja. Aber man lernt ja nie aus. Ja. Auch Profiköche lernen nie aus. Mache ich das in deinem Sinne? Das hast du gut gemacht. Und jetzt noch ein bisschen wahrscheinlich hier... Ja, ein bisschen Schnittlauch. Bisschen Schnittlauch noch. Ja. Einfach so drauf in die Mitte. Ja. So ist doch schön, oder? Ach, guck dir das an. Also Charlie, das Kochen hast du nicht verlernt, mein Lieber. Hätte mich meine Frau erschlagen. Schön kräftig abgeschmeckt. Ja. So lieben wir das. Ich finde die Idee hier mit den Croutons und auch vor allem mit dem Schnittlauch. Der Schnittlauch bringt so eine leichte, ja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen was Erfrischendes bringt er rein, ja? Sie war vielleicht ein kleines bisschen flüssiger sein können, dass sie leichter vom Löffel abläuft. Dann wirkt sie noch geschmackvoller. Köstlich. Auch gar nicht so schwer. Das freut mich.
Weil das ist ja etwas, was noch nicht alltäglich ist. Nee, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ich wollte dir eigentlich eine Miso-Suppe kochen. Eine Miso-Suppe? Weil das ist ja dieser japanische Kraftmacher. Ja. Ja, und da habe ich gedacht, wenn der Ali kommt von weit her und dann braucht er ein bisschen Dampf. Ja, und dann hat meine Tochter gesagt, das kannst du nicht machen. Warum? Für den Herrn Günger musst du etwas Außergewöhnliches. Miso-Suppe kocht jetzt überall. Aber eine Rotkohlsuppe, die wird wirklich nicht überall gekocht. Ja. Da ist Geschmack drin, da ist Gehalt drin, das frischt auf. Und da sitzt einer dir gegenüber und hat strahlende Augen. Das wissen wir beide, was das für ein irres Gefühl für den ist, der es gekocht hat. Und auch ein irres Gefühl ist es für den Koch, wenn sein Gast alles aufgegessen hat, so wie ich jetzt hier die Suppe. Vielen Dank. Tolle Suppe. Schau, aufgegessen. Für den Ali habe ich mir folgenden Hauptgang vorgestellt. Ein Lammrücken vom Salzwiesenlamm mit Süßkartoffelstampf mit Sellerie und Flaschentomaten auf dem Rost gebacken mit Rosmarin und Knoblauch und ein kleines Lauchgemüse dazu. Wie läuft's, mein Bester? Es läuft. Pass auf, den Sellerie muss ich ja ganz kurz vorkochen, bevor die Süßkartoffeln dazukommen, Ja. weil der etwas länger braucht. Den Lammrücken brate ich jetzt an, den habe ich eingeritzt. Und da besonders darauf achten, dass nicht ins Fleisch geschnitten wird. Und dann gibt es nachher etwas ganz Wichtiges. Ja. Dann wird der Lammrücken von beiden Seiten am Knochen eingeschnitten. Und ich habe bewusst den Fettmantel draufgelassen, weil dadurch bin ich einfach der Meinung, ist im Lammlachs nachher ein anderer Geschmack. So, kann ich dir was helfen oder bist du schon gut vorbereitet? Ich bin an und für sich gut vorbereitet. Das hier kocht schon. Ich muss das ein bisschen anwinkeln, damit das mit der ganzen Fläche aufgeht. Knoblauch. Ich versuche dem Lammrücken jetzt Geschmack mitzugeben. Kann ich dir was helfen oder bist du gut? Ich guck mal, probier mal da, bitte. Ja, Hier ich soll hast du ein probieren. Löffelchen. Ob sie gar sind. Nach dem Nein, die Sehen brauchen noch ein müssen bisschen. Moment. Lauchscheibchen. Ja, da kommt noch ein bisschen Salz drauf. Eine Prise Kreuzkümmel, nicht zu viel. Und Creme Classic, das sind ungefähr 2 Esslöffel. Ohne gute Butter geht gar nichts. Es ist halt die alte Schule, mit sehr viel Butter zu arbeiten. Ich arbeite auch ab und zu, je nachdem, da wo es gebraucht wird. Und am Ende, wenn es schmeckt, dann ist es halt, dann hat er alles richtig gut gemacht, ja. Zitronensaft. Ja, nicht unten ansetzen. Damit
So, noch ein bisschen nachlegen. Oh, das schmeckt schon gut. Aber ein bisschen Salz noch. Ein klein bisschen Pfeffer. So, das wäre auch fertig. Das ist fertig. Jetzt machen wir die Soße noch fertig. Die Tomaten kommen schön. Ja, die werden herrlich. Die Soße habe ich gewonnen aus den Abschnitten vom Lammrücken. Habe das sehr heiß in der Pfanne angebraten, damit ich Röstaromen habe. Habe dann meine Zwiebelchen, mein Knoblauch, ein bisschen Lauch und Mohrrübchen zugegeben und einkochen lassen. So, jetzt schauen wir mal das Lamm an. Was sagst du? Das muss noch einen Moment. Das muss noch, ja. Ja, denn Das muss noch lange. da geben wir dem ein bisschen mehr Temperatur. Ne? Ich gehe mal auf 200 Grad. Du bist für jede Kritik offen, ne? Nicht, dass du beleidigt bist und die Nacht nicht schlafen kannst. Also wenn das soweit wäre, würde ich mit Kochen aufhören. Also die liebe gute Soße ist etwas in Vergessenheit geraten. Die sollte normal den ganzen Tag nebendran reduzieren. Seine Soße war sehr, sehr dünn, sage ich jetzt mal. Würde ich jetzt einreduzieren Ja, und dann abschmecken und dann ist sie von der Konsistenz her perfekt und geschmacklich auch perfekt. Charlie, machen wir, eine Maschine. machen wir. We try to do it. Na, Super, oder? ist noch gerade so. Also ich hätte es einen Punkt früher rausgenommen. Nee, glaub mir. Ja? Jetzt wird das so ausgelöst. Das sieht echt gut aus. Oh, das ist genau auf den Punkt. Genau. Habe ich dir doch gesagt, das ist super. Bisschen kochen kann ich auch, Charlie. Aber nur ein bisschen. Schau doch mal. Charlie kennt sich natürlich mit Fleisch, als Metzger mit Fleisch sehr gut aus. Ja? Also der ist mir wahrscheinlich Meilen voraus. Ne? Und was ich aber an Charlie wirklich toll fand, ist, trotz seines Alters, dass er nicht irgendwie so alt eingesessen gekocht hat. Und jetzt richten wir die Teller an. Ja. Du kannst so die kleinen reinsetzen. Ist sie genau richtig so? Dann 4. Jetzt fehlt nur noch die Soße, Charlie. Ja, ja. Warte mal, die Soße ist ein bisschen noch. Weißt du was? Darf ich dir was zeigen? Ja, Schau mal, du brauchst einfach nur ein bisschen Soße nehmen. Das tun wir jetzt einfach bei einer starken Hitze. 3. Ja, dann reduziert es auch schneller. Warum? Weil in einem Topf ist es ja eingequetscht, die Soße sozusagen. In der Pfanne ist es ja flacher. Ja. Na, dann geht es auch schneller, schau. Dann kannst du immer wieder umrühren. Ja, und dann ist es wichtig, lieber Charlie, wenn du Gäste zu Hause hast und so ein tolles Fleisch gebraten hast, dass der Gast vorab schon eine Scheibe Lamm kriegt. Ach, ist das herrlich. Das macht Spaß. Ja, das ist Leben. Ja, ach, guck mal, wie schön die kommt jetzt. Wie schön die kommt. Also das ist eine ganz tolle Empfehlung, die werde ich jetzt auch nehmen. Ich glaube, so ist gut. Jetzt ist gut. Ne? Jetzt ist sie super. Ja, Charlie? Ja. Bist du zufrieden? Toll. Ja, ich bin sehr zufrieden. Charlie, das sieht ja mega aus. Also ich muss dir sagen, du weißt ja, ich bin auf einer Inspirationsreise für Kochs Anders hier in Hessen unterwegs. Dein Süßkartoffel-Sellerie-Stampf, die Kombination, habe ich zum Beispiel noch nie gegessen. Das esse ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben. Charlie. Ich bin gespannt. Ich auch. Ist da Essig drinnen? Nein, Woher kommt die Säure? Zitrone. Zitrone.
Den Kartoffelstampf, den mache ich normal noch etwas besser, weil die Süße der Kartoffel ist nicht so rübergekommen, wie ich es wollte. Das geht besser und das weiß ich. Und beim nächsten Mal werde ich es auch wieder besser machen, ja. Also es ist ein bisschen säuerlich gehalten, ne? Durch die Tomate, durch die Zitrone, was in dem Stampf drinnen ist. Das Fleisch ist super. Ich denke, dass er sehr zufrieden war mit dem, was ich ihm vorgeführt habe und dass ich da hier oder da eine kleine Hilfe bekommen habe. Dafür war ich sehr dankbar. Es hat sich gelohnt, dass ich heute bei dir bin. Das freut mich. Sein Essen, ja, was so harmonisch gewürzt und abgeschmeckt, das war der Wahnsinn. Das Beste war, dass alles zusammen auch harmonisch war. Der hat genau auf den Punkt gewürzt. Und das machen auch wirklich so feine Köche oder feine Hobbyköche oder generell feine Menschen, die Gefühl haben. Ne? Wenn du es mitbringst, dann hast du schon gewonnen. Charlie, du bist Guten ja schon Morgen, da, mein Ali. Bester. Na du? Herzlich willkommen. Hier in diesem Geschäft kaufst du heute ein. Hier kaufen wir Hier das Fleisch kauft er. ein. Und das ist mein Nachfolger, der meinen Betrieb, meinen Großhandelsbetrieb übernommen hat. Guten Morgen. Ich bin der Ali, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Geht's gut? Ja, selber auch? Auch gut, ja. Ja, Charlie hat gesagt, ich soll unbedingt hier das Fleisch kaufen. Sehr gute Idee. Dann habe ich gesagt, okay, Charlie, wenn du mir das empfiehlst, dann machen wir das auch. Ja. Hier bist du richtig. Ich brauche Lamm. Ja, Lammrücken oder Lammschulter? also ich hätte beides zur Verfügung. Beides ist da. Ja, hier hätte ich jetzt eine schöne Lammschulter. Oh, die sieht gut aus. Das wäre der Lammrücken. Oh, der sieht aber echt gut Auch ein aus. schönes Stück, ja. Charlie, was machen wir denn? Weißt du, was ich mir ausgedacht habe? Na, Ich wollte Lamm, also ich wusste jetzt nicht, ich habe überlegt, Lammschulter oder Lammkarree. Du hast ja gestern den Sattel gemacht. Schön aus dem Ofen. Dann möchte ich eine gefüllte Tomate dazu machen. So mit Lauch, Staudensellerie und Süßkartoffel. Und dann als Dip noch so ein Kreuzkümmeljoghurt. Was hältst du von dem Gericht? absolut toll. Und jetzt muss es nur noch schmecken. Ja, Also was nehmen wir mit, die Schulter oder... Ach, weißt du was? ich Ja, sag. würde die Schulter mitnehmen. Dann nehmen wir die Schulter. Die Charlie Schulter, sagt, ja. er will heute Schulter essen, dann Ja, machen wir ja, Schulter. ja. Das ist auch sehr schön. Ah, ich freue mich auf das Lamm. Ja, So, sehr jetzt schön. einpacken, bezahlen und dann Gehen wir zur Sache, dann gehen wir zum Gemüse her. gehen wir Gemüse kaufen. Okay. Ja, Alles Gute euch. Danke, Nein, vielen Dank. Bleibt weiterhin so, wie ihr Spaß. seid. Ja. Gutes Gelingen. Ciao, ciao. Tschüss. So, jetzt gehen wir Gemüse einkaufen. hier, da geht schon los. Geht schon los. Oh, hier. Nimm die einfach. Das sind aber dicke Süßkartoffeln, du. Weil ich ja hier das Sehr schön. Feinen und es gibt auch den groben. Den Elende drauf haben wir auch. super eingekauft. Da, Aber wie kam es eigentlich dazu, dass du, also die Liebe zum Kochen, ne? Du bist ja Metzger gewesen vom Beruf. da gibt Wie es ist- eine ganz, ganz einfache Antwort dafür. Ja. Das ist die Freude am Essen. Du wirst nie sehen, dass ich am Tisch sitze und habe schlechte Laune oder irgendetwas. Wenn ich am Tisch sitze und dann die schönen Sachen essen darf. Ja. Nicht? Und dann erstmal bedanke ich mich bei meinem Herrgott. Ich habe Ja. ja einen guten Draht dazu. Und vor allen Dingen die Freude. Die Freude am Guck mal, Essen. das ist doch, wenn du Gäste hast in deinem Restaurant. Ja. Ja, und es hat geschmeckt und die strahlen und, Ja. und da kommt was rüber Ja. und da ist was. Ja. Ja. Aber es macht Ne? mich auch glücklich. Ja, na, aber allemal. Ich beobachte Ja. das mal, Ja. wenn ich das Essen serviere zum Beispiel, dann gehe ich an die Bar und gucke einfach die Gäste an. Und wenn sie dann so, das heißt, den ersten Biss nehmen und auch den zweiten Löffel und so weiter oder die zweite Gabel und dann sich die Augen schließen, so machen, dann macht mich das wirklich glücklich. Ja, wir sind uns so ähnlich. Ja, ne? Ja, nur die paar Jahre dazwischen. Das sind ja nur 3 Jahre. Ach, das ist doch schön. Guck mal, dann hier in unserem schönen Using. Ja. Ah, das ist ein toller Platz. Hier ist das Standesamt. Du meinst, wenn ich mal heirate, soll ich das hier machen, oder wie? Na, du, ich weiß ja, du bist ja gut verheiratet. Nein, ich bin nicht verheiratet.
Nicht mehr. Ich war nie verheiratet. Sag, Nein, ich habe die- nie geheiratet. Charlie, jetzt hör auf. Nicht? Nein. Hast nicht geheiratet? Nein, nie. Ja, da gehst du noch. Dann steht ja was bevor. Na, ja. Dann koche ich für dich, wenn du heiratst. Achso, wenn ich mal heirate, dann machst du meine Ja, ja, Hochzeit ja. essen. Okay, Ja. komm, das ist ein Ja, Deal. Das ist doch ein Deal. Okay, wenn ich mal Ja. heirate, dann kochst du für mich. Ja, 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 ja. Meine Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Wir sind insgesamt 7 Kinder, also 7 Geschwister. Wir versuchen uns wirklich sehr oft zu sehen. Manchmal streiten wir auch, aber am Ende lieben wir uns und das ist für mich das Wichtigste. München ist meine Familie. In München ist mein Restaurant. Ich bin sehr stolz auf das Pagot. Für mich ist es wichtig, jedes Haus, jedes Restaurant muss eine Seele haben. Und wenn die Seele, wenn man die Seele sieht oder auch spürt oder die Energie wirklich fühlt, dann ist der Gast zufrieden. Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich tue. Also ich bin gerne Koch, ein leidenschaftlicher Koch, ein passionierter Koch und ich schöpfe mir aus allem Kraft, was mir gut tut. So, Charlie, wir fangen sofort mit der Lammschulter an. Kartoffeln hier in den Bretter rein, auch Zwiebeln, einfach so oben schön verteilen, etwas Oregano, die Lammschulter, die setze ich einfach so hier rein, ganz entspannt. Ja? Die Lammschulter habe ich vorher gesalzen und ein bisschen mit Olivenöl mariniert. Ne? Pfeffer mache ich nicht. Ein Tipp, ihr Lieben, wenn ich jetzt Pfeffer beim Steak oder auch hier, wie jetzt bei mir mit der Lammschulter, wenn ich jetzt gleich Pfeffer drauf geben würde, würde der Pfeffer im Ofen verbrennen und dann entstehen so Bitterstoffe. Und lieber zum Schluss pfeffern und nicht vorher. So, Charlie, jetzt habe ich hier die Brühe. Seine Gemüse. Ich habe einfach hier aus den Ja. Abschnitten vom Lauch, Guck mal, wie Zwiebeln. schöne Farbe. Ja, die gebe ich jetzt so oben drauf. So, ab in den Ofen. Die Art, wie der Ali die Lammschulter gemacht hat, gedämpft und überbacken und auf einer Grundlage von Kartoffeln und Zwiebeln, fand ich überragend. So, als nächstes geht es weiter mit der Beilage. Hier unten einritzen, ne, ganz leicht. Ich möchte die Tomate füllen und den Strunk hier als Deckel benutzen. So, jetzt geht's weiter mit dem Gemüse. Weißt du was? Ich brauche gar nicht so viel, ja? So, dann nehme ich ein bisschen Olivenöl, Lauch. Jetzt habe ich hier die Süßkartoffel. Das werden wir auch gleich klein schneiden. Das ist jetzt für die Füllung Ja, von den Tomaten. Wahnsinn. So, mein Charlie. Jetzt geht's los. Jetzt werde ich den Lauch als erstes anschwitzen. Zusammen mit dem Sellerie. Wir können jetzt hier erstmal ein bisschen anschwitzen. Das Gemüse, weißt du? Da freue ich mich drauf. Die Kartoffeln. Schön. Bulgur dazu. Auch anschwitzen. Charlie, das wird gut. Ja, davon bin ich überzeugt. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich mache das jetzt nach Gefühl. Schau mal, Charlie, jetzt habe ich einen Tipp. Ich habe das Gemüse, ja, aus der Brühe jetzt rausgenommen. Die Tomaten tue ich jetzt enthäuten, schneide sie ein bisschen klein und gebe das zu meinem Gemüse dazu. Bevor ich es wegschmeiße, verarbeite ich das Ganze. Ah, toll. So, und jetzt füllen wir das auf mit der Brühe. Ah, schön. Deckel drauf, zur Seite ziehen und vor sich hin langsam garen lassen. So, jetzt enthäuten wir die Tomaten, Charlie. Ja. Dafür habe ich hier kaltes Wasser, Tomate,
Die gebe ich jetzt einfach hier in das Wasser rein, in das kochende Wasser. Wenn das Wasser richtig kocht, genügt es wirklich 15 bis 20 Sekunden. Und dann kann man die Tomaten hier wunderbar so abziehen. Schaut mal her. Sieht das nicht top aus? Tadellos. Schau mal. Und sie bleibt fest. Sie bleibt fest. Und jetzt ist wichtig, Charlie, ja, einfach so hoch und dann von der Seite her Tomate oder die Haut wegnehmen. Und jetzt Ja. schneiden wir da jetzt einfach Den mal so Deckel den weg, Deckel weg. Ja, der kommt nachher wieder oben drauf. Ne? Genau. Und den Boden auch ein bisschen glatt schneiden, Damit sodass die der Tomate steht. steht. Und jetzt nimmt man ein Messer und geht man so vorsichtig rein, ganz vorsichtig, nur mit der Spitze und holt das Ganze so raus. Ja, erstmal so. Und jetzt kann man noch einen kleinen Löffel nehmen. Und holt das ganze Fruchtfleisch von innen raus. Bisschen was kann noch dranbleiben. Fertig. So, Charlie, was machen wir jetzt? Die Beilage, das ist natürlich eine sehr aufwendige Sache und das muss mit sehr viel Ruhe gemacht werden. Wenn man da keine ruhige Hand dafür hat, dann ist das etwas kritischer. Aber es war eine optimale Beilage. Einmal kurz probieren. Also, probier mal du. Ich find's saulecker. Ja, Charlie? Einfach super. Kann man nicht besser machen. Danke, Charlie. Und Charlie hat mir immer wieder Komplimente gemacht und hat wirklich gesagt, dass er sich sehr auf mich gefreut hat. Und das habe ich ja auch gemerkt. Charlie mag mich sehr und ich mag Charlie auch sehr. Ist doch das Wichtigste. Dill, wenn er schön frisch ist, dann verwende ich auch die Stiele von dem Dill. Schau mal. Und ich finde jetzt, wir haben ja beide probiert, ich finde, da fehlt ein bisschen Schärfe. Dafür gebe ich jetzt etwas Peperoncini noch dazu. Mit Kernen. Mit Kernen. Zack, gebe ich dazu. Dann werden wir die Tomaten jetzt gleich mal salzen, weil die haben wir noch gar nicht gesalzen. Hast du Prise Zucker da? Ja. Das sieht doch besser Ganz leicht nur, ne? aus. Ja. Damit wir den Eigengeschmack von der Tomate aktivieren. Und jetzt wird das Ganze noch mal schön miteinander berührt. Darf ich es jetzt probieren? Eva, du darfst immer probieren. Du darfst alles. Schau mal, Charlie. Jetzt wird es hier gefüllt. Herrlich. Jetzt bin ich glücklich. Schau. Da steht in Zukunft auf dem Speisezettel. Ja. Und jetzt kommt hier der Deckel drauf. Mein lieber Charlie. Kannst gerne hier Hier reinsetzen. oben drauf, ja. Ja, bei 140 Grad, ich würde mal sagen, so 40, 45 Minuten schön im Ofen lassen. Guck mal hier raus. Wow, was für... Wir haben bis jetzt zauberhafte Tage erlebt und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich das noch in diesem Leben erleben darf. Er hat mir so ein ruhiges Gefühl gegeben. So, Ali, bleib locker, alles entspannt, der Charlie ist neben dir. Und das habe ich nicht immer. Zumindest hat er mir das Gefühl gegeben, dass das nicht auch nur Kochen war, sondern auch ein persönliches Miteinander. Und das brauchen wir heute in der augenblicklichen Situation umso mehr, mehr wie alles andere. Jetzt schauen wir mal, Jetzt wie die Lammschulter aus. Boah, die sieht aber mega aus, oder? Schau mal, ein Charlie. Traum. Und jetzt kommt erst Pfeffer dran. Das sieht einfach nur schön aus mit den großen. Bisschen Pfeffer, Charlie. Ja, Und jetzt Toll. noch ein bisschen Olivenöl.
Sieht toll aus, gell? Traumhaft. Also besser kann das kaum jemand anders machen. Nein, das kann keiner Aber ein besser bisschen, glaube ich, braucht er noch. Lass uns Meinst den du? noch im Ofen einfach so den Ofen ausmachen machen. und Das ist nach. die Resthitze mitnehmen. Ja, ja. Was tun wir? Intelligent kochen. Halleluja. Und vor allem nachhaltig kochen. Genau, Strom sparen. Ja. Zack, So ausmachen, aus. finito. Charlie, jetzt machen wir noch unser Gewürzjoghurt. Joghurt, Kumin, Salz, bisschen Olivenöl und ich mache jetzt ein bisschen Minze dazu. Magst du Minze? Ja, sehr gern. Zack, Boah. mega. Leider gut, Leid. leider gut. Eine Soße zu einem guten Fleisch, das ist das Beste, was es gibt. Und das kann auch kein Joghurt retten. Ja, nach meiner Meinung. Aber da sind ja auch die Meinungen unterschiedlich und das ist auch gut so. Ja. So, Charlie, Ja. es ist fast alles fertig. Jetzt müssen wir nur noch anrichten, mein Bester. Wow. Wow. Holzkümmel so, Charlie. Davon tun wir ein bisschen was rein hier. So, jetzt kommt die Schulter hier drauf. Und zum Schluss die Tomaten. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Sehr glücklich. So, jetzt machen wir noch so ein bisschen Kräuterbutter, Charlie. Bisschen Petersilie und Dill. Richtig heiß machen, Charlie. Und jetzt kommen die ganzen Kräuter hier rein. Zack. Und dann einfach nur so ein bisschen schwenken. Mega, oder? Besser kann es gar nicht sein. Sieht echt Nein. toll aus. Das ist zauberhaft. Ja. Charlie, Wie gezaubert. mein Gericht für dich. Dankeschön. Ich habe mit Freude für dich gekocht, mein Bester. Ich hoffe, es schmeckt dir. Danke. Ich würde am liebsten mit dir natürlich mitessen, aber du weißt ja, ne, wegen Corona dürfen wir das nicht. Lass es dir schmecken. Muss auch kritisch sein, gell? Mir Wenn es dir nicht schmeckt. mir fehlen die Worte. Also ich habe das so empfunden, dass bei meinem Gericht, bei meinem Lamm, hätte ein bisschen mehr Salz nicht geschadet. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, Immer ehrlich sein. und das bin ich eigentlich immer, ja, Eigentlich aber auch heute bitte. das kann man nicht besser machen. Ja, das schmeckt auch die Kombination mit der Tomate, ja, mit dem Joghurt und dann die Lammschulter. Vielen, vielen Dank. Charlie, du weißt, ich habe einen riesen Respekt vor dir. Du warst bei der Küchenschlacht, du warst bei Lanz kocht, du warst bei Steffen Hensler, jetzt bist du bei Kochs Anders. Deswegen habe ich schon vorher ein bisschen auch, war ich schon nervös vor deinem Urteil. Aber wenn du das sagst, glaube ich dir. Vielen Dank. Ali, du hast mich überzeugt. Das ist doch schön. Du hast mich überzeugt. Und leider sind die Zeiten im Moment nicht so. Ich würde aufstehen, würde dich in den Arm nehmen, ja, und würde das mit so viel Inbrunst tun. So viel Freude habe ich in mir. Ich würde dich jetzt auch am Dankeschön. liebsten umarmen. Aber schau mal, die Zeiten sind komisch. Deswegen Ja. muss ich mit der Maske am Tisch Ja. sitzen. Das ist der Wahnsinn hier. Das ist Genieß auch, dein Essen, mein Lieber. Dankeschön, das tue ich gerne. Für Kochs Anders war ich diesmal in Usingen unterwegs. Ich habe nach 13 Jahren den Charlie wieder getroffen. Charlie war schon damals ein leidenschaftlicher, kreativer Hobbykoch. Der hat ein tolles Lammgericht gemacht und vor allem hat mich sein also Süßkartoffel-Sellerie-Stampf überzeugt und das werde ich sicherlich auf die Karte nehmen. Aber ganz ehrlich, das war mir gar nicht so wichtig. Ich wollte sehen,
wie Charlie sich so weiterentwickelt hat in den letzten 13 Jahren. Und er hat sich sehr positiv weiterentwickelt. Charlie, danke dir vom ganzen Herzen.